Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute wieder eine ganz leckere Torte und zwar machen wir eine Marzipan-Nusstorte. Viel Spaß! Dafür braucht ihr 3 Biskuitböden mit einem Durchmesser von 26 cm. In der Infobox unten findet ihr einen Link dazu, also zu einem Rezept. 200 Gramm Johannisbeergelee, 1 Liter Sahne, 3 Päckchen Sahnesteif, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, 200 Gramm rohe Marzipanmasse, dann noch Schokoladendekor und eventuell etwas Schokostreusel. Los geht's. Den ersten Boden legt ihr auf eine Tortenplatte und da kommt dann ein Teil vom Johannisbeergelee drauf. Kleiner Tipp, erhitzt das Gelee, dann lässt sich das nämlich leichter verstreichen. Übrigens, es muss nicht unbedingt Johannisbeergelee sein, es kann auch Erdbeer, Kirschen, Waldfrüchte, was weiß ich, was alles gibt, oder Aprikose. Also das könnt ihr alles benutzen. Ja, der Boden wird jetzt eingestrichen damit. Dann stellt ihr noch einen Tortenring darum und dann kommt das erstmal zur Seite. Weiter geht's mit der Füllung, die ist sowas von einfach, also einfacher geht's fast gar nicht. Und zwar, ihr gebt den Liter Sahne einfach in eine Schüssel, schlagt das Ganze kurz auf, also so gut eine Minute würde ich sagen. Dann langsam den Zucker hineinrieseln lassen. Wer mag, kann auch noch Vanillezucker dazugeben oder Vanillepaste. Und dann kommt noch das Sahnesteif dazu. Das Ganze jetzt fast steif schlagen. Wenn ihr merkt, die Sahne ist kurz davor fest zu werden, kommen dann die gemahlenen Haselnüsse dazu. Übrigens, ihr könnt gemischte Nüsse nehmen, ihr könnt Mandeln nehmen. Oder wer Nüsse gar nicht mag, der kann sie auch komplett weglassen. Also es ist kein Muss. Meine Sahne ist steif, wie man sehen kann, hat meine Maschine die nicht richtig verrührt, aber das macht nichts. Ich habe das Ganze dann noch mal kurz mit dem Teigschaber durchgerührt oder vermengt. Jetzt hole ich meinen Boden wieder und da kommt jetzt ein Viertel, ein bisschen mehr als ein Viertel da drauf und das wird dann verstrichen. Den zweiten Boden darauf legen. Hier auch die restliche Konfitüre, restliches Gelee verteilen. Dann wieder ein bisschen mehr als ein Viertel von der Sahne drauf geben. Also beachtet bitte bei dem Verteilen der Sahne, ihr braucht dann noch etwas für den Rand und für die Touffes. Dann kommt der dritte Boden drauf, das ist dann immer so das Endstück. Und auf diesen Boden verstreiche ich auch noch ein klein wenig Sahne. Und dann sollte diese Torte gut eine Stunde in den Kühlschrank. Also länger brauchst du nicht, aber es soll alles ein bisschen fester werden. Das hier ist der Rest von meiner Sahne und der kommt ebenfalls in den Kühlschrank. Nach der Stunde löst ihr dann vorsichtig den Ring von der Torte und so sah es dann aus. Den Rand streicht ihr jetzt mit der Sahne ein. Also bitte dran denken, ihr braucht noch Touffes. Schaut, dass es ordentlich ist, denn dann kommt dann noch krokant drauf. Die nochmal kurz kühl stellen. Dann geht es an den Marzipan. Den muss man ausrollen. Marzipan wird immer in Puderzucker ausgerollt. Ich habe jetzt hier eine Packung gehabt, rollt ihn so groß aus, dass er halt eben oben drauf auf den Deckel passt. Und ich mache das immer so, also einmal schön ausrollen, das von der Menge her passt. Dann nehme ich mir von meiner Springform den Boden, lege den da drauf und schneide mir einen Kreis raus, denn meine Torte hat die Größe von diesem Ring. Wer mag, kann die Torte auch komplett mit Marzipan eindecken, aber dann braucht er natürlich ein bisschen mehr Marzipan, so 2, 3 Packungen auf jeden Fall. So sieht es aus. Dann vorsichtig lösen von der Arbeitsplatte. Ich habe jetzt hier meinen Fondant-Roller, der eignet sich da sehr gut. Vorsichtig draufrollen, denn ich will ja nicht, dass sich das Ganze wieder verformt. Auch aufpassen, wenn dann einrollt, dass er nicht zusammendrückt, weil sonst klebt es sofort zusammen. Also wirklich vorsichtig lösen. Dann hole ich meine Torte und lege meine Marzipanplatte da oben drauf. Was jetzt gut wäre, ist, wenn ihr so ein Fondantglätter hättet. Wenn nicht, dann macht es mit der Hand oder mit einem kleinen Roller
und das Marzipan jetzt oben glatt streichen. Wenn am Rand was absteht, das könnt ihr vorsichtig mit der Schere, also ich rate euch mit einer Schere oder mit einem Skalpell, wenn ihr sowas habt, abschneiden. Da geht es einfacher. Aber echt am besten eine Schere. Schön glatt streichen. Den Rand jetzt mit dem Krokant bedecken. Ihr könnt aber auch Schokostreusel nehmen, wenn euch das lieber ist. Die restliche Sahne in einen Spritzbeutel geben. Ich hatte hier jetzt wieder meine französische Tülle. Und dann Tuffs oben drauf spritzen. So viel wie ihr wollt. Ich habe es einfach ringsherum gemacht. Und dann oben Tuffs drauf spritzen. Egal wie viel. Macht einfach so viel wie ihr wollt. Ich habe mich dann für so Schokoladenblätter entschieden. Die hatte ich noch da. Und auf jeden Tuff eins legen. Und dann war meine Torte auch schon fertig. Ich habe dann später noch so mir überlegt, was ich in die Mitte tun könnte. Und dann habe ich so einen Kreis aus Schokostreusel draufgelegt. Könnt aber auch andere Sachen nehmen. Ja, und dann ist eine so einfache, große, schöne, leckere Torte fertig. Also das ist wirklich, Sahnetorten sind für mich eigentlich eine der einfachsten Torten, die es gibt. Denn man schlägt bloß Sahne mit Zucker auf, gibt ein bisschen Nüsse dazu und zack, fertig. Ist eine tolle Füllung. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.